Moin zusammen und herzlich willkommen zu meinem Videosegelkurs. In diesem Video erkläre ich dir, wie du mit einem Segelboot wenden kannst. Alles, was ich dir in diesem Video zeige, findest du auch in meinem Buch Segeln lernen mit Captain Sailnator. Da beschreibe ich dir alles ganz genau Schritt für Schritt und erkläre noch ein paar Tipps und Tricks, die ich hier im Video leider nicht zeigen kann. Einen Link zum Buch findest du in der Videobeschreibung. Vorweg noch der Hinweis, dieses Video ist keine Anleitung zum selber Segeln lernen, sondern es ist als Ergänzung zu einem Segelkurs gedacht. Gehe bitte nie ohne eine segelerfahrene Person an Bord, beziehungsweise nur unter der Aufsicht eines Segellehrers mit einem Segelboot aufs Wasser. Vielen Dank! In den 4 vorherigen Videos sind wir alle Kurse zum Wind auf der einen Seite des Windes gefahren. Wir sind vom Amwindkurs abgefallen auf den Halbwindkurs, weiter abgefallen auf den Raumwindkurs und dann weiter bis zum Vorwindkurs. Wie gesagt, alles auf der einen Seite des Windes. Jetzt gibt es natürlich die gleichen Kurse auch auf der anderen Seite. Aber wie kommen wir dahin? Dafür gibt es 2 Manöver. Eine Möglichkeit wäre jetzt mit dem Heck durch den Wind zu gehen. Das wäre die Halse. Das Video dazu findest du in der Videobeschreibung. Oder aber wir gehen in den Amwindkurs und fahren von dort aus die sogenannte Wende. Durch den Wind auf den gegenüberliegenden Amwindkurs. Was ich also in diesem Video erkläre, ist die Wende, die vom Amwindkurs in den Amwindkurs geht. Und von hier aus können wir auf der anderen Seite des Windes abfallen, auf den Halbwindkurs, von dort auf den Raumwindkurs und auf den Vorwindkurs. Mit der Wende kommen wir also mit dem Bug durch den Wind und können dann die ganzen Kurse auch auf der anderen Seite abfahren. Die Wende geht also vom Amwindkurs durch den Wind in den gegenüberliegenden Amwindkurs. Dafür müssen wir den Amwindkurs aber erst einmal finden. Wie ging das nochmal? Genau, wir holen die Segel an, die Baumnock steht über der Lee-Ecke des Hecks, das Vorsegel ist dicht geholt. Jetzt lufen wir kurz an, die Fock fängt an zu killen, wir fallen ab, bis die Fock wieder steht, stellen die Pinne sofort wieder gerade und halten Kurs. Jetzt haben wir den Amwindkurs gefunden. Jetzt möchte der Steuermann die Wende fahren und fragt den Vorschoter, alles klar zur Wende? Der Vorschoter überprüft, ob er für das Manöver bereit ist, nimmt schon mal die Luv-Vorschot in die Hand, denn er muss jetzt gleich die Fock auf die andere Seite ziehen. Dann schaut er einmal in den Luv-Raum hinein, denn da wenden wir ja gleich hin und überprüft, ob da alles frei ist oder ob da ein Hindernis ist. Wenn er bereit ist und kein Hindernis im Weg ist, sagt er, ist klar. Aber nur, wenn auch wirklich alles klar ist. Darauf sagt der Steuermann Re. Damit zeigt er an, jetzt geht es los. Er drückt die Pinne von sich weg, der Bug dreht sich in Richtung Wind, dann steht der Bug im Wind und die Fock killt. Kurz darauf kommt der Wind von der anderen Seite in die Fock. In dem Moment sagt der Steuermann über die Segel und dann zieht der Vorschoter an der Schot und holt die Fock herüber. In dem Moment kommt auch der Baum auf die andere Seite und dann muss der Steuermann unter dem Baum durchtauchen. Das Boot dreht sich immer weiter, der Steuermann kommt auf der anderen Seite an und in dem Moment, wo die Fock und das Großsegel wieder schön stehen, haben wir den Amwindkurs erreicht. Dann muss der Steuermann die Pinne wieder gerade stellen und wir können weiter segeln. Das war die Wende an sich und jetzt gibt es aber noch 2 Dinge, auf die wir achten müssen. Was jetzt gerade Anfängern gerne in der Wende passiert ist, wir drücken die Pinne von uns weg, der Bug dreht sich Richtung Wind, der Baum geht in die Mitte, das Vorsegel killt, der Steuermann taucht unter dem Baum durch und stellt in dem Moment schon die Pinne gerade. Dann stehen wir im Wind und es geht nicht weiter. Dann fragt man sich, warum fahren wir nicht? Und der Grund ist, dass die Pinne schon zu früh gerade gestellt wurde und das Boot sich nicht weiter drehen kann. Ein weiteres Problem, das auftreten kann, wir fahren durch die Wende, der Steuermann taucht unter dem Baum hindurch, lässt die Pinne schön da, wo sie hingehört, aber der Vorschoter zieht die Fock zu früh herüber. Und dann kommt der Wind schon hier in die Fock, bläst von hinten hinein, in der Fachsprache heißt das, die Fock stellt sich back, es baut sich Druck auf und das Boot kann sich nicht weiter drehen. Deshalb muss der Steuermann die ganze Zeit während der Wende immer nach vorne schauen. Und dann auch so unter dem Baum hervorkommen, dass er nach vorne guckt und die Segel sieht. Und wenn das Vorsegel den Wind von der anderen Seite bekommt, sagt er dem Vorschoter, über die Segel. Und dann sieht er auch, wann das Großsegel Wind bekommt. In diesem Moment muss er jetzt die Pinne gerade stellen. Das kann er alles nicht, wenn er sich in der Wende mit dem Rücken zum Bug dreht.
Wie man das als Steuermann am besten macht, in der Wende immer nach vorne zu schauen, ohne sich in der Großschot zu verheddern und nicht in Gefahr zu geraten, sich dabei nach hinten zu drehen, das habe ich ganz genau und Schritt für Schritt in meinem Buch Segeln lernen mit Captain Selnator beschrieben. Ich empfehle euch, das dort einmal nachzulesen, bevor ihr die Wende übt. Einen Link dorthin findet ihr in der Videobeschreibung. Zum Schluss jetzt nochmal die komplette Wende im Schnelldurchgang. Wir befinden uns auf Amwindkurs. Alles klar zur Wende. Der Vorschoter holt sich die Schot, schaut sich um und sagt, ist klar. Der Steuermann sagt Reh und drückt dabei die Pinne von sich weg. Der Bug dreht sich in den Wind, die Fock fängt an zu killen, der Baum bewegt sich in die Mitte und in dem Moment, wo das Segel herüberkommt, taucht der Steuermann unter dem Baum durch auf die andere Seite. Er lässt die Pinne aber noch da, wo er sie anfangs hingedrückt hat. Die Fock bekommt Wind von der anderen Seite, Kommando, über die Segel. Das Großsegel bekommt auch Wind, der Steuermann merkt, dass der Amwindkurs erreicht ist und stellt die Pinne gerade. Kommando, Amwindkurs liegt an. Alles, was ich dir in diesem Video gezeigt habe, findest du auch in meinem Buch Segeln lernen mit Captain Selnator. Dort beschreibe ich alles ganz genau und Schritt für Schritt und erkläre noch ein paar Tipps und Tricks, die ich hier im Video leider nicht zeigen konnte. Wenn du noch Fragen hast, schreib einfach einen Kommentar unter das Video. Ich werde versuchen, sie zu beantworten, aber wie gesagt, es steht alles ganz genau in meinem Buch. Im nächsten Video erkläre ich das Kreuzen. Einen Link dahin findest du in der Videobeschreibung. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib ihm doch einen Daumen nach oben und abonniere bitte den Kanal, damit du das nächste Video nicht verpasst. Einen Link zu meinem Buch findest du unten in der Videobeschreibung. Es ist so geschrieben, dass du dich mit jedem Kapitel auf deine nächste Segelstunde vorbereiten kannst und danach nochmal alles wiederholen kannst. Das Buch gibt es übrigens auch als E-Book und Buch und E-Book sind super dafür geeignet, sich auf einen Segelkurs vorzubereiten und auch während des Kurses nachzulesen, was man gerade gemacht hat. Es ist praxisnah geschrieben und ich denke, dein Segellehrer wird alles ganz ähnlich erklären und mit dem Buch wirst du es besser und schneller verstehen und kannst dann schneller segeln lernen. Einen Link zum Buch findest du in der Videobeschreibung. Ich bringe das Buch im Selbstverlag heraus und würde mich freuen, wenn du es dir kaufst und mich als unabhängigen Autor damit unterstützt. Vielen Dank!